Willkommen zu den Übungsgesprächen auf Deutsch mit Geschichten. Bist du bereit, dein Deutsch zu üben und fließender zu werden? Lass uns anfangen. Es war einmal ein Schneider, der einen Sohn hatte. Dieser Sohn war sehr klein, nicht größer als ein Daumen, weshalb alle ihn Daumenlutscher nannten. Obwohl er klein war, hatte er ein mutiges Herz. Er sagte zu seinem Vater: »Vater, ich möchte in die Welt hinausgehen.« »Das ist gut, mein Sohn«, antwortete der alte Schneider. Er nahm eine lange Stopfnadel und schmolz etwas Siegellack darauf bei der Kerze. »Hier ist ein Schwert für deine Reise.« Daumenlutscher wollte noch einmal mit seiner Familie essen, also sprang er in die Küche, um zu sehen, was seine Mutter gekocht hatte. Es war gerade fertig und der Topf stand auf dem Herd. »Mama, was gibt es heute zu essen?« fragte er. »Sie selbst«, antwortete sie. Daumenlutscher sprang auf den Herd und lugte in den Topf. Doch als er seinen Hals zu weit hineinstreckte, packte ihn der Dampf des Essens und hob ihn den Schornstein hinauf. Er schwebte eine Weile im Dampf, bis er schließlich wieder zu Boden fiel. Jetzt war Daumenlutscher draußen in der großen Welt. Er reiste umher und fand einen Meister, für den er arbeiten konnte, aber das Essen war ihm nicht gut genug. »Herrin, wenn ihr uns nicht besseres Essen serviert«, sagte Daumenlutscher, »werde ich gehen, und morgen früh schreibe ich an eure Tür: zu viele Kartoffeln, zu wenig Fleisch. Auf Wiedersehen, Herr Kartoffelkönig.« »Was willst du, kleiner Grashüpfer?«, antwortete die Herrin wütend und griff nach einem Geschirrtuch, um ihn zu schlagen. Doch Daumenlutscher versteckte sich schnell unter einem Fingerhut, lugte heraus und streckte ihr die Zunge heraus. Sie hob den Fingerhut, um ihn zu fangen, aber er sprang in ein Tuch. Während sie es entfaltete, um ihn zu finden, schlüpfte er in einen Riss im Tisch. »Haha, liebe Herrin«, rief er und steckte seinen Kopf heraus. Als sie versuchte, ihn erneut zu schlagen, sprang er in eine Schublade. Am Ende erwischte sie ihn und setzte ihn vor die Tür. Daumenlutscher setzte seine Reise fort und betrat einen großen Wald. Dort traf er auf eine Gruppe von Räubern, die planten, den Schatz des Königs zu stehlen. Als sie Daumenlutscher sahen, dachten sie: »So ein kleiner Kerl kann durch ein Schlüsselloch schlüpfen und uns beim Stehlen helfen.« »Hey, Riese Goliath«, rief einer von ihnen, »kommst du mit uns in den Schatzraum? Du kannst hineinschlüpfen und das Geld herauswerfen.« Daumenlutscher dachte einen Moment nach und stimmte schließlich zu. Er ging mit ihnen in den Schatzraum und suchte nach einem Riss, durch den er schlüpfen konnte. Bald fand er einen, der groß genug war. Gerade als er eintreten wollte, bemerkte ein Wächter ihn und sagte zum anderen: »Was für eine fiese Spinne da krabbelt! Ich werde sie töten.« »Lasst sie in Ruhe«, antwortete der andere Wächter. »Sie hat dir nichts getan.« Daumenlutscher schlüpfte durch den Riss in den Schatzraum, öffnete ein Fenster und begann, Taler an die Räuber unten hinauszuwerfen. Während er arbeitete, hörte er den König kommen, um den Schatz zu überprüfen. Schnell fand er einen Versteckplatz. Der König sah, dass einige Taler fehlten, konnte aber nicht herausfinden, wie sie entwendet wurden, da die Schlösser in Ordnung waren und alles sicher aussah. Er ging und befahl den Wachen, wachsam zu sein, weil jemand stiehlt. Als Daumenlutscher wieder zu arbeiten begann, hörten die Wachen das Klirren des Geldes und stürmten hinein, um den Dieb zu fangen. Aber Daumenlutscher war flink und sprang in eine Ecke, deckte sich mit einem Taler zu, sodass sie ihn nicht sehen konnten. Er neckte die Wachen und rief: »Hier bin ich.« Als sie zu dieser Ecke rannten, war er bereits in die andere Ecke gehüpft und rief: »Ha, ha, hier bin ich!« Die Wachen rannten weiter hinter ihm her,
aber Daumenlutscher wechselte immer wieder die Ecken und machte sie zu Narren, bis sie müde wurden und gingen. Schließlich warf er alle Taler hinaus, sprang flink auf den letzten und flog durch das Fenster. Die Räuber lobten ihn und sagten: »Du bist ein mutiger Held. Wirst du unser Anführer?« Aber Daumenlutscher sagte nein. Er wollte zuerst die Welt sehen. Sie teilten den Schatz, aber Daumenlutscher verlangte nur einen Kreuzer, da er nicht mehr tragen konnte. Danach schnallte er sein Schwert wieder an, verabschiedete sich von den Räubern und setzte seinen Weg fort. Er arbeitete für einige Meister, aber es gefiel ihm nicht, also endete er als Diener in einer Herberge. Die Mägde konnten ihn nicht ausstehen, weil er alles sah, was sie taten, ohne dass sie es bemerkten, und er erzählte dem Wirt, was sie von den Tellern nahmen und aus dem Keller stahlen. Die Mägde sagten: »Warte nur, wir werden uns revanchieren.« Sie planten, ihn hereinzulegen. Bald, während eine der Mägde im Garten Gras schnitt, sah sie Daumenlutscher herumhüpfen und an den Pflanzen hinauf und hinunter kriechen. Sie mähte ihn schnell mit dem Gras, band es in ein Tuch und warf es heimlich zu den Kühen. Eine große schwarze Kuh verschlang ihn, ohne ihm weh zu tun. Aber drinnen in der Kuh war es dunkel und unangenehm. Als die Kuh gemolken wurde, rief Daumenlutscher: »Strip, Strap, Strull, wird der Eimer bald voll?« Aber das Geräusch des Melkens war zu laut, als dass ihn jemand hören könnte. Später kam der Hausherr in den Stall und sagte: »Diese Kuh wird morgen geschlachtet.« Daumenlutscher bekam Angst und rief: »Lass mich zuerst raus, ich bin hier gefangen.« Der Wirt hörte ihn, wusste aber nicht, woher die Stimme kam. »Wo bist du?« fragte er. »In der Schwarzen«, antwortete Daumenlutscher, aber der Wirt verstand nicht und ging weg. Am nächsten Morgen wurde die Kuh geschlachtet. Zum Glück wurde Daumenlutscher beim Abstechen nicht verletzt. Er landete im Wurstfleisch. Als der Metzger anfing zu arbeiten, rief er: »Hau nicht zu tief rein, hau nicht zu tief rein, ich bin hier drinnen.« Aber niemand hörte ihn wegen des Lärms. Daumenlutscher war in Schwierigkeiten, aber er war schlau. Er sprang gerade rechtzeitig heraus, um nicht verletzt zu werden, und entkam sicher. Doch er konnte nicht ganz entkommen. Er wurde in eine Blutwurst mit Speckstückchen gestopft. Es war eng drinnen, und er wurde im Schornstein zum Räuchern aufgehängt. Die Zeit zog sich, während er wartete. Schließlich im Winter wurde er wieder heruntergeholt, weil die Blutwurst einem Gast serviert wurde. Als die Wirtin sie schnitt, achtete er darauf, seinen Kopf nicht zu weit herauszustrecken, um nicht geschnitten zu werden. Dann sah er seine Chance, bahnte sich einen Weg frei und sprang heraus. Daumenlutscher wollte nicht an einem Ort bleiben, wo er so viel Pech hatte, also machte er sich wieder auf den Weg. Aber seine Freiheit hielt nicht lange an. Während er im Freien lief, schnappte ihn ein Fuchs versehentlich. »Hey, Herr Fuchs«, rief Daumenlutscher, »ich stecke in deinem Hals fest. Lass mich los.« »Du hast recht«, sagte der Fuchs. »Du bist mir nicht viel wert, aber wenn du mir die Hühner aus dem Hof deines Vaters versprichst, lasse ich dich gehen.« »Natürlich«, antwortete Daumenlutscher. »Du kannst alle Hähne und Hennen haben. Ich verspreche es dir.« Der Fuchs ließ ihn dann los und brachte ihn nach Hause. Als sein Vater seinen lieben Sohn wieder sah, gab er dem Fuchs fröhlich alle Hühner, die er hatte. »Ich bringe dir auch ein schönes Stück Geld«, sagte Daumenlutscher und gab seinem Vater den Kreuzer, den er auf seinen Reisen verdient hatte. Aber warum hat der Fuchs die armen Hühner zum Essen bekommen? »Oh, du dumme Gans, dein Vater liebt sein Kind sicher viel mehr als die Hühner im Hof.« Tolle Arbeit!
Möchtest du dein Deutsch üben und fließender werden? Bitte abonniere unseren Kanal und aktiviere die Benachrichtigungsglocke, damit du keine unserer kostenlosen deutschen Geschichten verpasst. Wir sehen uns im nächsten Video.